Das mittelalterliche Kriminalmuseum in Rothenburg ob der Tauber beherbergt über 50.000 Exponate, von denen auch fast alle aus Rothenburg ob der Tauber stammen. Das Kriminalmuseum in Rothenburg ist also ein seriöses Rechtskundemuseum. Die Exponate werden genauso gezeigt, wie sie auch tatsächlich früher eingesetzt wurden. Im Mittelalter galt die Folter nicht als Strafe, sondern sie wurde eingesetzt, um einen Angeklagten zum Geständnis zu bewegen. Sie war also ein Weg zum Urteil. Die Folter selbst lief in 3 Phasen ab. Die erste Phase war das Androhen. Die zweite Phase war das Zeigen und das Berühren der Folterinstrumente. Und als drittes gab es dann die peinliche Befragung, Pein von Schmerz. Und die begann dann mit Anlegen von Finger- oder Daumenschrauben. Hier wurden also die Finger zwischen 2 Blätter gelegt, die dann mit Hilfe von Schrauben so festgedreht wurden, bis dann das Blut zwischen den Nägeln hervorspritzte. Und wenn das immer noch kein Geständnis hervorbrachte aus dem Angeklagten, folgte dann das Ziehen bzw. Strecken auf der Streckbank oder Streckleiter. Das hatte dann also zur Folge, dass irgendwann die Schultergelenke auskugelten und dann irgendwann auch die Sehnen rissen und man eben Monate oder zumindest wochenlang seine Arme nicht gebrauchen konnte. Die Menschen damals wurden nicht nur körperlich bestraft und gequält, sondern sie wurden auch bloßgestellt und zum Gespött der Leute gemacht, indem man sie an den Pranger stellte. Das waren die sogenannten Schandstrafen oder auch Ehrenstrafen. Und damit man auch wusste, warum oder wofür sie am Pranger standen, haben sie eine Schandmaske aufbekommen oder man hat ihnen einen Gegenstand umgehängt. Hier aus diesem Bereich gibt es sehr, sehr viele Ausstellungsstücke in Rothenburg zu sehen. Eine andere Möglichkeit, am Pranger zu stehen, war es, eine sogenannte Schandgeige umgelegt zu bekommen. Das war also eine Strafe für böse Frauen, für Tratsch- oder Waschweiber, die eben böse Gerüchte gestreut haben. Diese Schandgeige wurde also um den Hals gelegt. Da gab es eine Öffnung, man öffnete das, hatte um den Hals gelegt und vorne gab es noch 2 kleinere Öffnungen, wo die Handgelenke durchgeführt werden. Und vorne wurde das Ganze dann abgeriegelt und so musste die Frau dann angekettet zwischen 1 und 8 Stunden am Pranger stehen. Die Eiserne Jungfrau aus Nürnberg war kein Tötungs- oder Folterinstrument an sich, sondern das war bestimmt für unzüchtige Frauen oder Mädchen. Die wurden dann dort hineingesperrt. Es war dunkel, es war eng, sie bekamen Platzangst, sie bekamen auch sehr schlecht Luft. Es war also eine Züchtigungsmaßnahme, aber die Frauen kamen an sich körperlich unversehrt wieder hinaus. Die Todesstrafe im Mittelalter galt für Kapitalverbrechen. Es gab da das Rädern, das war also die schlimmste Todesstrafe, die war vorbehalten für Mörder oder wenn jemand ein Attentat auf den König verübte. Diese schwere Form der Todesstrafe wurde nur für Männer vorbehalten. Dann gab es das Erhängen. Das war die ehrloseste Todesstrafe für Räuber oder Räuberbanden beispielsweise. Die Hinrichtung mit dem Richtschwert galt als gnädigste der Hinrichtungsarten, weil sie eben so schnell vonstatten ging. Hier musste der Scharfrichter zwischen den zweiten und dritten möglichst waagrecht und mit viel Schwung und möglichst weit vorne an der Klinge den Kopf vom Rumpf abtrennen. Dann gab es auch das Abschneiden von Ohren, was eben für Kleinkriminelle Diebinnen vorgesehen waren. Im Mittelalter war die Brandmarkung die am häufigsten eingesetzte
Schandstrafe, eine lebenslange sichtbare Strafregistrierung, die man damit bekam. Dieses war vorbehalten für Vagabunden, also unehrliche Leute, für Kriminelle und für Münzfälscher zum Beispiel. Glühende Zangen wurden im Mittelalter und in der frühen Neuzeit vom Scharfrichter bei der Folter eingesetzt. Es gab auch die sogenannte Ketzergabel oder Heretikergabel genannt. Hier wurde also ein eisernes Halsband um den Hals gelegt und die Ketzergabel war vorne befestigt, sodass eben 2 Zacken unterm Kinn und auf dem Brustbein fest saßen, sodass das Opfer also seinen Kopf nicht mehr senken konnte oder überhaupt bewegen konnte. Wenn es das doch tat, dann drangen eben die Metallspitzen ins Fleisch und in den Knochen hinein. Und die Gabel wurde dann eben noch so platziert, dass das Opfer eben noch flüstern konnte, um eben abzuschwören, der Ketzerei abzuschwören. Dann hat man sehr viele Hexenfänger im Museum sowohl hängen als auch stehen sehen. Der Hexenfänger war also ein Festnahmeinstrument und er diente also dazu, flüchtende Personen aus sicherer Entfernung zu fangen. Und warum diese lange Stange? Man hatte also Angst vor Magie. In der Zeit des Hexenwahns herrschte der tiefe Aberglaube, dass Hexen ihre Häscher allein durch eine bloße Berührung oder einen Blick verzaubern, verfluchen oder töten könnten. Die lange Stange garantierte den Wachen einen extremen Sicherheitsabstand. Das Opfer war also sofort fixiert und die Spitzen, die Dorn, bohrten sich in den Hals, sodass kein Wehren mehr möglich war. Ein Verbrechen damals war auch nicht nur eine Verletzung eines Opfers, sondern auch eine Verletzung der göttlichen Ordnung. Daher sollte die Strafe dann auch die Untat sühnen und die Ordnung dann wiederhergestellt sein. Dann gab es auch direkt am Eingang diesen hängenden Käfig zu sehen. Das ist also die sogenannte Bäckertaufe und das haben, wie der Name schon sagt, Bäcker bekommen, wenn sie eben versucht haben zu betrügen, indem sie zum Beispiel Brote zu leicht hergestellt haben. Ja, aber warum gab es im Mittelalter solche drakonischen Strafen? Es gab also eine extrem niedrige Aufklärungsquote von Verbrechen. Also es wurde circa nur 1 von 10 Fällen aufgeklärt. Daher wurde eben sehr stark mit Abschreckung gearbeitet.